Kann es sein, dass wir es gefunden haben? Das längst verschollene Mainboard? Nachdem die Wissenschaft so lange schon Ausschau hält. Tatsächlich. Ich glaube, es ist es. Wir haben es gefunden. Ja. Eine archäologische Sensation. Fantastisch. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran. Hi, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um dieses Board. Das habe ich mir mal bei eBay gekauft, einfach um es an die Wand zu hängen als Zierde. Aber ich wusste gar nicht, ob das funktioniert oder nicht. Und das wollen wir heute gemeinsam rausfinden, ob so ein altes Mainboard noch funktioniert und wie man das überhaupt anschließt, im Gegensatz zu einem neuen Mainboard. Würde ich sagen, nehmen wir es einfach mal von der Wand. Und gucken dann mal, wie wir es anschließen. Hier seht ihr jetzt mal schönes Mainboard in der Nahaufnahme. Hier oben haben wir die Speicherbänke mit den sogenannten SIM-Modulen. Ich nehme mal an 30 Pin. Die ISA-Steckplätze. Hier in der Mitte haben wir eine zusätzliche Möglichkeit, einen Coprozessor zu installieren. Da habe ich mir auch einen besorgt. Das können wir dann auch mal ausprobieren. Wir haben den eigentlichen Prozessor, den 3080er. Ja, hier den Stromanschluss, nicht ATX, sondern sogenannte P8, P9 Stecker. Da habe ich mir aber auch einen Adapter besorgt, dass wir von einem 20-poligen ATX-Netzteil hier auf diesen P8, P9 konvertieren können, um das anzuschließen. Und hier den Anschluss für das Keyboard, den 5-poligen DIN-Anschluss. Da habe ich aber auch eine alte Tastatur. Es gibt aber auch Adapter von diesem 5-poligen DIN auf PS2 zum Beispiel. Ja, und hier könnt ihr sehen, das Board ist anscheinend von 1989. Okay, dann würde ich mal sagen, legen wir los, schließen wir es an. Da wir ja hier die Grafikkarte noch reinstecken müssen, legen wir uns das Board mal hier so ein bisschen mehr so an die Kante, damit ich dann, wenn ich die Grafikkarte einstecke, die hat ja noch so ein Slotblech, das geht hier nach unten dann, damit es dann hier mit dem Tisch auch passt. Jetzt haben wir ja auch hier Platz für das Netzteil, das hole ich mal. Also hier so ein ATX-Netzteil mit einem 20-poligen Anschluss. Da schließen wir den Adapter an. Hier brauchen wir erstmal Strom. So. Okay. Ja. Jetzt müssen wir hier natürlich den anschließen, mit dem Netzteil verbinden. Das geht natürlich mit dem nicht. Dann nehmen wir wie gesagt den Adapter hier. Das ist von diesem 20-poligen ATX auf die P8, P9. Das sind diese hier. Und hier noch ein Schalter, weil die alten Mainboards, die haben quasi nicht wie quasi internen Schaltkreis gesteuert, dass das Mainboard an- und ausgeschaltet wird, wie das heute ist, dass nur ein Taster quasi an dem Mainboard angeschlossen wird und das Mainboard aktiviert dann das Netzteil anzuschalten. Hier ist es anders. Hier müssen wir quasi mit einem extra Schalter dann das Netzteil an- und ausschalten.
So. Okay, das haben wir. Und ganz wichtig, hier kann man, wenn man die falsch rum anschließt, kann man das Mainboard zerstören. Also wenn ihr das anschließt, achtet immer darauf, dass die schwarzen zueinander zeigen, wenn ihr es anschließt. Dann seid ihr richtig. So, das war der erste. Der zweite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den ersten hier angeschlossen hätte und den dann da, dann wäre schwarz auf schwarz nicht beieinander. Also so kann man sich das einfach merken als Eselsbrücke, um das richtig anzuschließen. Anschalten tun wir es jetzt nochmal nicht. Ich will erst mal eine Grafikkarte reinstecken. Da habe ich hier auch eine schöne alte VGA-Grafikkarte. Von Foxconn ist die, glaube ich. Oder OTI, von OTI, Entschuldigung, von OTI. Ich habe gelesen, was hier drauf steht. Hier dieser Stecker, das scheint für einen EGA-Anschluss zu sein, aber hier brauchen wir natürlich den VGA-Anschluss. Weil mein Monitor hinter mir ist nicht ganz so alt. Der hat zumindest aber noch VGA. Seht ihr hier? Wir haben einen 16-Bit ISA-Anschluss. Also hier, das wären 8-Bit und das sind 16-Bit. Und da können wir die Grafikkarte jetzt einfach hier so reinstecken. So. Und dann schließen wir noch unseren Monitor an. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, schalten wir mal an und gucken, was passiert. Dann drückt mal die Daumen. Ha! Ich glaub's nicht. Es läuft. Na, das ist ja super. Ja, damit habe ich gerechnet. Natürlich, die Batterie ist hier nicht angeschlossen oder ich habe auch gar keine gefunden. Ich glaube, man muss eine externe anschließen und die BIOS-Einstellungen sind natürlich falsch gesetzt. Das ist aber kein Problem. Grundsätzlich erstmal, meine Grafikkarte funktioniert, das Mainboard funktioniert. Ihr seht, es sind 2 MB, ja, nicht Gigabyte, 2 MB Speicher hier auf dem Mainboard verbaut. Ihr seht hier nochmal von 1989, also 32 Jahre alt. Und ja, unglaublich. Also es funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch die Tastatur anschließen, ins BIOS gehen, ein paar Einstellungen korrigieren, noch einen IDE-Controller installieren für das Diskettenlaufwerk und dann können wir mal mit einer DOS-Bootdiskette booten. Jetzt brauchen wir natürlich noch, um den Test wirklich abschließen zu können, ob das Mainboard auch funktioniert, gibt es hier sogenannte IDE-Controller. Die sind heute meistens schon auf den Mainboards verbaut. Das könnt ihr auch in dem einen Video von mir sehen, Backup-Strategie, wo ihr meinen aktuellen PC seht. Das sind die SATA-Anschlüsse dann meistens hier unten auf dem Mainboard drauf und der Controller ist schon integriert hier in das Mainboard. Bei dem Mainboard hier muss alles extra quasi noch dazu gesteckt werden und in dem Fall habe ich hier einen IDE-Controller, wo man auch ein Diskettenlaufwerk anschließen kann hier. Ich hoffe mal, die Jumper sind alle richtig. Wenn man hinten mal guckt, da gibt es noch Anschlüsse für COM und LPT, denke ich mal. Und diese Jumper-Einstellungen hier sind aber meistens für diese COM und LPT-Geschichten, um die Adresse, den Interrupt-Request und so weiter einzustellen. Aber ich denke, das betrifft den IDE-Controller an sich nicht.
lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Stecken hier den... Moment, bevor wir das machen, schließen wir das Kabel an. Da habe ich hier ein Floppy-Kabel. Und da schließen wir die Seite, die nicht gedreht ist. Also hier ist das Kabel gedreht. Das hat historische Gründe wegen mehreren Diskettenlaufwerken. Ich glaube, bis zu 4 Diskettenlaufwerke konnten angeschlossen werden laut Spezifikation. Und dieses gedrehte Kabel ist dann dafür da, um Diskettenlaufwerk A und B zu unterscheiden. Aber hier dieses Kabel hat jetzt nur die Möglichkeit, ein Diskettenlaufwerk anzuschließen. Genauere Hintergründe weiß ich jetzt nicht. Aber was wichtig für euch zu wissen ist, das rote Kabel hier an dem Flachbandkabel, das muss immer zum Pin 1 zeigen. Oder muss da angeschlossen werden, wo der Pin 1 ausgewiesen ist, hier auf der Karte. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier oben in der Ecke, da ist ein Aufdruck 1 und das ist also quasi der Pin 1. Das heißt also, wir müssen das Kabel so rum anstecken hier, dass der rote hier auf der Seite ist, wo Pin 1 ist. Aha. Jetzt können wir das einstecken. So ein bisschen verkanten. Erst auf der einen Seite. Wenn man es gleich flächig versucht reinzudrücken, geht es nicht. Also erstmal so ein bisschen schräg ansetzen und dann rein. Gut, das haben wir. Ja, und jetzt? Diskettenlaufwerk. Haben wir natürlich auch. Und hier ist es auch so, entweder gibt es hier schon so eine Nase, dann kann man das Kabel quasi nur richtig rum anschließen. Sollte das aber mal nicht sein, dann achtet auch immer darauf, hier die rote Seite von dem Flachbandkabel, die muss zu dem Stromanschluss von dem Floppy-Laufwerk zeigen. Dann ist es richtig. Das hier finde ich übrigens auch ganz schön, das habe ich noch nie gesehen. Das ist allein bei diesem Kabel hier, was ich habe, hat man quasi hier noch so eine Zughilfe, dass man das auch wieder rausziehen kann. Also das hat nicht jedes Kabel, weil bei den meisten muss man dann mit ziemlicher Gewalt oder mit einer Zange, wenn das ziemlich fest steckt, das Kabel, muss man dann, nur so kriegt man das quasi dann wieder raus. So, jetzt haben wir hier irgendwo auch noch einen Floppy-Anschluss. Ja, hier. Hier ist so ein alter Anschluss für Floppy-Laufwerke noch an dem Netzteil. Das ist leider auch nicht mehr bei jedem Netzteil mit dabei. Okay, dann würde ich sagen, legen wir das Diskettenlaufwerk mal hier hin. Und, ja, genau, die Tastatur. Genau, hier habe ich auch so eine alte Tastatur mit so einem 5-poligen DIN-Anschluss. Und die schließen wir jetzt hier mal auch an das Mainboard an. Hier vorne. Okay. Was brauchen wir jetzt noch? Genau, eine Bootdiskette. Da habe ich ja FreeDOS mal drauf kopiert. So. Gut, ich denke, jetzt sind wir soweit gerüstet und können das Ding mal anschalten und schauen, was für BIOS-Einstellungen wir da noch machen müssen. Hier seht ihr jetzt die Einstellungen, die ich in den BIOS gemacht habe. Leider ist mir das Video verloren gegangen, wo ich das live gemacht habe. Deswegen hier die nachträgliche Audioaufnahme dazu. Ihr seht, im oberen Bereich habe ich dann das Aufnahmedatum schon in den BIOS eingestellt. Das war kein Problem. Also es gab kein Jahr 2000 Problem hier bei dem BIOS. 2021 ging problemlos einzustellen.
Bei Floppy Drive A muss man dann natürlich den Typ einstellen. Hier war erst der falsche Typ eingestellt mit 1,2 MB und einer 5,25 Zoll Diskette. Da habe ich dann natürlich, nachdem wir den Floppy-Controller installiert hatten mit dem 1,44 MB Diskettenlaufwerk 3,5 Zoll, habe ich das natürlich da entsprechend eingestellt. Eine Festplatte haben wir hier nicht angeschlossen in dem Video, deswegen habe ich das da auch nicht eingestellt. Die Einstellung, das seht ihr ganz unten am Rand von dem BIOS, der Hinweis mit Page Up, Page Down, also Bild hoch, Bild runter Taste, kann man dann in dem BIOS die entsprechenden Einstellungen ändern. Ja, und wenn dann alles soweit eingestellt ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann geht man einfach mit Escape wieder raus und bestätigt quasi, dass man die Einstellungen speichern möchte. Okay, wir haben jetzt ein Diskettenlaufwerk angeschlossen und starten mal mit einer Bootdiskette rein und machen dann einen Performance-Test und gucken mal, wie schnell der Rechner ist. Das ist schon mal gut. In dem Fall habe ich jetzt nicht MS-DOS mal genommen, sondern FreeDOS. Deswegen sieht der Bootvorgang da ein bisschen anders aus. Dann schauen wir mal, was auf der Diskette drauf ist. Da habe ich einen Utils-Ordner. Und da habe ich hier ein Programm, das heißt CVS, CPU Video Speed. Das habe ich vor Jahren mal geschrieben. Da können wir mal gucken, wie das aussieht. Das ist von 1997 und es macht hier so ein paar 2D-Operationen, Dreiecke drehen, Farben ändern. Das ist also so ein Gemisch aus CPU-Belastung und VGA-Belastung. Und da habe ich in der Vergangenheit hier dann mir die verschiedenen Systeme damals, also das sind wirkliche Systeme, an denen ich damals war, und habe das Programm laufen lassen, habe mir die Werte aufgeschrieben und habe die hier als Vergleichswerte eingetragen. Und da können wir sehen, im Vergleich zu einem 486er DX33 mit 11 sind wir hier mit 1 mit diesem Mainboard doch relativ schwachbrüstig aufgestellt. Also es ist jetzt kein direkter Vergleich zwischen Megahertz, sondern zwischen der gesamten Performance des Systems. Und da schneidet jetzt dieses Board hier nicht so gut ab. Ist ja auch klar. Da habe ich noch ein anderes Programm runtergeladen, das heißt Topbench. Das ist vielleicht ein bisschen aussagekräftiger als mein Programm. Jetzt lädt er hier irgendwie so eine Datenbank mit Vergleichssystemen. Das interessiert uns aber eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich hier Benchmarking und dann Realtime Benchmark. Und da sehen wir hier oben, wir haben einen Score von 39 und hier die entsprechenden Werte. Wir sehen also, klassifiziert wird er hier als 386er 33 Klon. Also hier sehen wir nochmal, die Information stimmt nicht, das ist kein AMD-Prozessor, es ist ein Intel-Prozessor. Steht zumindest drauf. Weiß es natürlich nicht, ob es irgendwie doch von AMD hergestellt wurde und dann Intel drauf gedruckt wurde, aber ich denke mal, das Programm liegt hier falsch. Wo es richtig liegt, ist auf jeden Fall mit 33 MHz. Ja, also wir haben einen Score von 39 ungefähr. Und jetzt würde ich sagen, installieren wir nochmal den mathematischen Koprozessor und gucken dann, ob das Board dann schneller abschneidet oder besser abschneidet. Okay. So, ich habe hier den Koprozessor und jetzt ist natürlich die Frage, wie rum wird der montiert. Man sieht hier, da ist so eine kleine
schräge Kante hier an dem Sockel. Und hier an dem Coprozessor haben wir auch hier eine solche schräge Kante. Und ich nehme jetzt mal stark an, dass das übereinstimmen muss, auch wenn der Druck hier nicht so ausgerichtet ist wie bei dem Hauptprozessor, nehme ich trotzdem mal an, dass der dann jetzt quasi so rum da drauf muss. So, jetzt haben wir den Coprozessor installiert und jetzt schauen wir mal, ob der Rechner noch hochfährt, weil wenn er vielleicht doch jetzt falsch drum ist, dann wird der Rechner wahrscheinlich blockieren oder das BIOS und der Rechner nicht hochfahren. Eine Sache noch. Hier gibt es noch einen Jumper, da steht Coprozessor dran. Das sind leider 2 Jumper, ich weiß jetzt gar nicht welchen davon. Ich würde sagen, ich lasse den Jumper erstmal so, wie er ist. Und wir starten einfach mal den Rechner und gucken, ob er hochfährt. Und dann müssen wir auf jeden Fall im BIOS noch den Coprozessor, denke ich, aktivieren. Schauen wir mal. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich wechsle mal gleich ins BIOS, damit er nicht ins DOS startet. Jetzt sehen wir schon, doch das BIOS hat schon erkannt, dass der Coprozessor installiert ist. Numeric Processor installed. Das ist schon mal sehr gut. Wir gehen raus. Und dann booten wir nochmal von Diskette und starten nochmal die Benchmark-Programme und gucken, ob wir jetzt einen merklichen Geschwindigkeitsvorteil dadurch haben. Hier steht auch nochmal Numeric Processor Present. Ich gehe nochmal in den Utils-Ordner und starte nochmal mein Programm CPU Video Speed. Ich nehme nicht an, dass es da einen großen Unterschied gibt. Oh, interessant. Okay. Es hat zum Absturz des Rechners geführt. Das ist auf jeden Fall anders. Dann starten wir jetzt nochmal Topbench und gucken, ob wir uns da jetzt verbessert haben mit dem Coprozessor. Vorher hatten wir ja 38, 39 Score. Jetzt bin ich mal gespannt, wie jetzt der Score ist. Ja, also die Werte haben sich jetzt nicht dramatisch geändert. Der einzige Unterschied, den ich jetzt feststellen kann, ist, dass zum Beispiel mein Benchmark-Programm nicht mehr läuft. Ich habe hier ehrlich gesagt auf dem Board auch ein bisschen Probleme mit Sysinfo von Norton Utilities gehabt. Da ist immer der Rechner eingefroren. Deswegen habe ich dann Topbench installiert. Es kann natürlich sein,
dass dieses Mainboard doch irgendwie ein Problem hat. Also mein Programm startet jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, anscheinend ist es mit dem Coprozessor in dem Kontext jetzt doch keine Verbesserung. Einen Geschwindigkeitsvorteil bei Topbench habe ich nicht gesehen. Ich werde den Coprozessor nochmal deinstallieren. Also ich habe den Coprozessor jetzt nochmal, ich habe ihn nicht rausgetan aus dem Sockel, ich habe ihn via Jumper einfach deaktiviert. Und ja, mein Programm läuft zumindest wieder hier. Das glaube ich, in QuickBasic habe ich das damals geschrieben und ja, ich finde es ist kein gutes Zeichen, wenn so, sag ich mal, ein relativ einfaches Programm, was jetzt nicht tief auf Systemressourcen zugreift, mit diesem aktivierten Coprozessor quasi zum Absturz führt. Von daher habe ich mich dafür entschieden, jetzt den Coprozessor einfach mal deaktiviert zu lassen. Ich lasse ihn auf dem Board drauf, sieht auch ein bisschen schöner aus. Aber naja, das kann dann Gegenstand nochmal vom anderen Video sein. Vielleicht, wo wir auch nochmal ein bisschen über RAM-Upgrade von diesem Board sprechen. Genau. Ja, in diesem Video habt ihr gesehen, wie wir hier dieses Legacy-Board in Betrieb genommen haben, wie wir den Coprozessor installiert haben. Leider war es nicht von Erfolg gekrönt. Kann natürlich auch sein, dass der Coprozessor hier defekt ist. Den habe ich bei eBay gekauft. Ist ja keine Garantie, dass er auch funktioniert. Aber ein schönes Board. Vielleicht baue ich ihn irgendwann mal in den Rechner ein, im Gehäuse. Aber vorerst kommt das Board wieder an seinen gewohnten Platz. Hängen wir es mal hin. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bleibt gesund, abonniert den Kanal und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.